Wolken regen seit jeher die Fantasie und den Forschergeist der Menschen an. Denn Wolken verändern sich ständig. In ihnen sind viele Tonnen Wasser gespeichert. Um ihre Rolle im Klimageschehen zu verstehen, muss man wissen, wo und wie sie entstehen. Aus den Gewässern und Böden verdunstet ständig Wasser. Die Luft ist daher stark mit Wasserdampf angereichert. Bei schönem Wetter, wenn die Sonne den Boden wärmt, erwärmt sich auch die feuchte Luft über ihm. Warme Luft dehnt sich aus, wird leichter und steigt wie ein Heißluftballon nach oben. Dabei nimmt sie den Wasserdampf mit im Gepäck. Oben wird es kalt. Mit jedem Kilometer sinkt die Temperatur um etwa 8 Grad. Trifft die feuchte Luftblase auf kühle Luftschichten, passiert etwas Entscheidendes. Der Wasserdampf in ihr kondensiert zu winzigen Tröpfchen. Eine Wolke, hier eine Cumulus, also eine Schönwetterwolke, ist entstanden. Wenn der Wasserdampf kondensiert, wird sogenannte Kondensationswärme frei. Energie, die in Wasserdampf gespeichert ist und sich nun wieder in Wärme umwandelt. Diese Wärme sorgt für weiteren Auftrieb. Mit ihrer Hilfe können sich die Cumuluswolken in der Atmosphäre manchmal hoch auftürmen, bis zur oberen Grenze der Troposphäre. Solche Cumulonimbuswolken bringen meist starke Niederschläge und Gewitter. Aus einer harmlosen Schönwetterwolke kann also durchaus ein lokales Unwetter entstehen. Cumuluswolken können viele Gesichter haben. Doch der Himmel kann auch von einem geschlossenen Grau bedeckt sein. Wie kommt es dazu? Häufig treiben Winde aus Süd oder Südwest warme Luft aus den Tropen zu uns. Trifft eine solche Warmfront auf die kühlere Luft über Mitteleuropa, macht sich das unterschiedliche Gewicht der Luftmassen bemerkbar. Wie ein Keil schiebt sich die leichtere Warmluft über die kühleren Schichten und wird so in frostige Höhen getrieben. Aus dem Wasserdampf der Luft bilden sich nun Eiskristalle, die bekannten hochgelegenen Cirruswolken. Während sich die Warmfront weiter bewegt, verdrängt sie immer mehr die kühle Luft. Die Warmluft trifft nun auch in immer tieferen Regionen der Atmosphäre auf die kalte Luft. An der Grenzschicht kühlt sich die warme, feuchte Luft ab und die Luftfeuchte kondensiert zu flüssigen Wassertröpfchen. Auf diese Weise bilden sich die ausgedehnten Schicht- oder Stratuswolken, die uns Regen und trübes Wetter bescheren. Etwa die Hälfte der gesamten Erde ist ständig mit Wolken bedeckt. Ein Umstand, der die Wolken auch für das globale Klima wichtig macht. Welche Rolle Wolken bei der globalen Erwärmung spielen, ist schwer zu beantworten. Denn Wolken können die Erde sowohl erwärmen als auch abkühlen. Zum einen reflektieren Wolken einen Teil des Sonnenlichtes zurück in das All und tragen so zu einer kühleren Erde bei. Doch von der Erde geht Wärmestrahlung aus. Sie wird von den Wolken absorbiert und von dort wieder in alle Richtungen abgestrahlt, auch zurück zum Boden. Dieser Effekt wärmt die Erde. Wie ist die Bilanz? Welcher Effekt kommt stärker zum Tragen? Das hängt von der Art der Wolke ab. Die hochgelegenen Cirruswolken sind sehr durchlässig für das Licht der Sonne. Zusätzlich gibt es auch die Wärmestrahlung der Erde. Unterm Strich haben sie also einen wärmenden Effekt. Tiefliegende Schicht- und Cumuluswolken dagegen halten das Licht der Sonne effektiv ab und streuen einen Teil der Wärmestrahlung zur Erde zurück. Diese Wolke hat in der Bilanz einen kühlenden Effekt auf die Erdoberfläche. Mit dem Klimawandel könnte sich die Wolkenbildung verändern. Ob diese Veränderung die Erderwärmung letztlich bremst oder beschleunigt, ist aktuell eine der wichtigsten Fragen der Klimaforscher.